Geht's zum Sitzen? Willst du einen anderen Sessel? Nein, der ist voll super. Das Rahmen ist eine unfassbar herausfordernde Aufgabe, die alle, sowohl die Athletinnen und Athleten als auch die Crew, ans Limit bringen kann. Das Ram ist das längste und härteste Non-Stop-Radrennen der Welt. Es geht von der Westküste in Amerika zur Ostküste. Wir sind 5000 Kilometer mit Radl unterwegs und entlang von 5000 Kilometern kann halt viel passieren. The race continues all throughout until the finish line, which is like insane because the crew members are sleeping in the car or in the chairs, and then like the amount of sleep that he gets is only like 40 minutes to an hour. Für mich ist das Race Across America immer so ein Zeitfenster von 8, 9, 10 Tagen, wo ich ein bisschen zu mir komme. Wir wissen, dass das Race Across America einfach ein unberechenbares Rennen ist. Man kann planen, wie man es machen will, aber am 5., 6. Tag ist vielleicht alles anders. Ich bin schon da, damit ich es gewinne. Ich bin letztes Jahr Zweiter geworden. Mein Ziel ist nicht, dass ich nochmal Zweiter werde. Ich werde versuchen, und deswegen sind wir da, deswegen haben wir Sachen verbessert, dass ich gewinne. Der Lukas war als Kind einmal ein bisschen fester und ist in dieser Zeit auch von manchen Menschen ein bisschen gemobbt worden. Er hat einfach mit alles so eine Freude gehabt, ganz egal welchen Sport das er gemacht hat. Ich kenne das nie, dass ich zu einem Menschen sage, da kommst du sowieso nicht hin. Im Jahr 2002 habe ich dann das Glück gehabt, dass in meinem Heimatort, wo ich aufgewachsen bin, ein Radverein gegründet worden ist von 3 Vätern. Am Anfang war ich natürlich nicht besonders gut, weil das Material war nicht richtig gut, was ich gehabt habe, und die eigene Leistung auch nicht, weil ich ein bisschen schwach war. Die haben mich trotzdem beim Verein immer wieder mitgenommen zu den Rennen, was ich auch sehr cool finde, weil wenn die damals mich angeschaut hätten, hätten sie eigentlich auch sagen können, das ist nichts für die, das Radfahren. Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich mal einiges an Gewicht angenommen habe. In 9 Wochen Sommerferien habe ich da fast 20 Kilo an Gewicht verloren. Meine Eltern haben dann kurz einmal geglaubt, ich bin magersüchtig, weil ich halt noch weniger gegessen habe, weil ich glaubt habe, wenn ich jetzt noch weniger isst, werde ich noch schneller und so weiter. Ja, und dann bin ich immer öder geworden und das Radlfahren hat mir immer mehr Spaß gemacht, und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich gibt es für mich nichts Schöneres, als wie am Radl zum Sitzen und Rennen zum Fahren und neue Leute kennenlernen. Die letzten 10, 15 Jahre, immer wenn mich wer gefragt hat, was willst du einmal fahren, habe ich gesagt, ich will das Race Across America fahren. Als österreichischer Extremsportler im Radsport, glaube ich, ist eines der größten Ziele eben Teilnahme beim Race Across America. Es hat da bis jetzt in über 40 Jahren Eventgeschichte 700 Leute gegeben, die was da mitgefahren sind, 698 genau. Und von den 698 sind ein bisschen über 300 ins Ziel gekommen. Also es ist alles andere als wie selbstverständlich, dass man ins Ziel kommt. Also wie ich das erste Mal gehört habe, er will nach Amerika, also da glaubst. Aber wie gesagt, ja, der Lukas war schon immer so, das was er sich in den Kopf gesetzt hat, das hat er geschafft. Natürlich fragt man sich da wie beim ersten Mal, wenn er da anruft und weint und total verzweifelt ist, weil es ihm richtig schlecht geht, warum ein Mensch das tut. Das
ist definitiv bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen eine Sucht nach diese Bewerbe, sie zu messen mit anderen Leuten und dass ich besser werden will. Weil er meiner Meinung nach seine Grenzen einfach immer wieder höher schirmen will, einfach schauen will, was der Körper leisten kann. Ich glaube, er ist da so einer, der da niemals stoppen wird. Ich bin mir sicher, Amerika war nicht das Letzte, was in Lukas einfällt. Wieder ein großartiges Team mit lauter motivierte Leute. Das ist für mich persönlich auch fast das Allerwichtigste. Also ist echt lässig, wenn man in der Früh aufsteht und lauter Leute sieht, die was motiviert sind. Für das bin ich unendlich dankbar. Und Die sagen, sie fahren 2,5 Wochen eines Jahres mit mir nach Amerika, opfern ihren Urlaub. Und man muss ja auch dazu sagen, dass 90% vom Team nichts verdient damit. And it's just amazing the determination to cross that terrain. I never really appreciated it, so I followed Lucas and the whole Ram team. It's like what they do. What I saw Lucas and his team do last year, and it's like that was their first time, but it seems like they perfected it so much. They came here, they were building and they're getting everything ready, the vans to follow Lucas. It's beautiful. Bewundernswert, wie er auch nur mit der Diät alleine hinkommt, dass er wirklich die ganze Zeit nur eine flüssige Ernährung hat für 8 Tage. Und seinen Sitz haben wir uns jetzt angeschaut. Der hat keinen Polster, der hat keine Fütterung, da ist gar nichts drinnen. Unbeschreiblich, wie man auf dem Sitz sitzen kann. Unter 40.000 bringt man keine 15 Leute daher, Haus und so weiter. Da ist noch keine Verpflegung eingerechnet, da haben wir noch nichts gegessen, da haben wir noch kein Auto bewegt, da haben wir nur sozusagen das Basic-Paket. Und ja, ich würde sagen, dass man fast das Doppelte rechnen darf. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man fährt das Racecross America, gewinnt und hat dann die Kosten mit dem Preisgeld, so wie beim Tennis oder wo auch immer, wieder herinnen. Nein, es gibt kein Preisgeld, es gibt nichts. Die Ehre, dass man das gewonnen hat oder dass man ins Ziel gekommen ist. oh, gute Nacht, Bali. Papa. Gute Nacht. Ich habe heuer das erste Mal eine Physiotherapeutin mit im Team, die was mich jetzt vor dem Rennen schon behandelt, während dem Rennen natürlich auch behandelt, dann wenn es geht, wenn ich schlafe. Maximalst effizient in diesem Walmart, 4 Stunden. Wir überlegen zusätzlich zu dem, was uns der Teamchef aufgeschrieben hat, was der Teamchef vielleicht nur brauchen könnte. Du ziehst jetzt an, oder? Geht schon los. Ich werde mich jetzt dann anziehen, genau. In einer Stunde muss ich da unten sein. Okay. Hab dich lieb, Kathi. Hab die anderen dich für lieb. Schau auf dich und auf den Bali. Und das Baby. Mach ich, Schatzi. Wir werden immer an die Dinge. Ganz, ganz viel Energie. Einfach übernehmen. Wir haben diese eine richtig geile Mannschaft. Wir haben ein super Team, wir sind super vorbereitet. Dieser Wahnsinn. Wir geben alles für Luki, für seinen Traum, dass er in Atlantic City zu seiner gewünschten Zeit ankommt. Genau. Auf geht's! Wenn der Startschuss erfolgt, dann ist alles besser. Dann ist Rennen und dann fährt man einfach nur so schnell man kann, so lange wie es geht. We get you out of here in 5, 4, 3, 2, 1. Good luck, Lucas.
Es gibt viele Besonderheiten bei diesem Rennen. Es geht schon mal vom Start los. Also wir fahren jetzt da von angenehmen 20 Grad, 50 Kilometer ins Landesinnere und sind plötzlich in der Wüste, in der Sonora-Wüste und haben bis zu 50 Grad. Incredible athletes. People who race across America go for day after day after day. It's a different kind of athlete. It's so intense. Sehr gut, man. Sehr gut, sehr gut. Go, 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 go. In die ersten 12 Stunden habe ich ein paar Mal gedacht, ich lasse bleiben. Das wird nichts. Einer der emotionalsten Momente war in der Wüste, wo man einfach gemerkt hat, dass, obwohl das Rennen gerade erst ein paar Stunden läuft, es ihm Lukas schon den Stecker gezogen hat. Man Mitleid hatte auf der einen Seite und sich auf der anderen Seite gleich aber auch gefragt hat, wie geht das Rennen jetzt weiter? Ja, die Hartheit, keine Ahnung, ein bisschen schnell oder was auch immer gewesen am Anfang. Und jetzt hat es ihm gerade raus. Also, ja, scheiße, aber. Gut, weitergehen. It won't come from his physical ability. It's going to come from right here, his heart. He's going to have to do it here. And he can do it. I believe he can do it. Wir sind 9 Tage oder 8 Tage unterwegs, je nachdem. Und man fällt immer irgendwann einmal in ein Loch. Letztes Jahr sind wir am ersten Tag geflogen und dafür sind wir am 3. Tag in ein Loch gefahren. Diesmal haben wir mit dem Loch angefangen und jetzt fliegen wir durch. Es passiert sowieso irgendwann einmal. Das Race Across America ist für mich ein Rennen, was die definitiv an die Grenzen bringt. Also das habe ich letztes Jahr gesehen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein paar Stunden am Radl gesessen bin und verzweifelt war, geweint habe, weil ich nicht gewusst habe, wie es wieder weitergeht. Mit einem raus. Was ist los? In einem raus. Ja. Jawohl. Da drüben. Also aber die Arme ist es und das. Da müssen wir das machen. Ja. Ja, das war die größte Wiedergeburt meines Lebens. Den Aha. Da ist noch ein bisschen ein Kopf oben. Du hast jetzt lang durch Amerika gefühlt. Um Mitternacht habe ich einen Powernap gemacht. 15 Minuten. Der hat mein Leben geändert. Alter Schwede. Ich habe davor überhaupt nichts. Meine Füße waren komplett leer. Und eigentlich habe ich gar nicht schlafen können. Weil ich war nicht müde, ich war nur hinig. Da ist nichts gegangen. Und dann nach diesen 15 Minuten war ich wie ausgewechselt. Das war ein Wahnsinn. Wie gut? Ja. Das ist echt geil. Sehr gut, Lukas! Komm! Vor! Vor! Super machst du das! Echt hey. Bleib drauf jetzt! So, jetzt haben wir wieder genau da, wo wir letztes Jahr waren, von der Geschwindigkeit. So, fahren wir weiter! Komm! Wir machen da jetzt gerade Leapfrog. Das heißt, wir dürfen ihn nicht aus dem Auto versorgen am Tag, von 7 Uhr früh bis 7 Uhr am Abend. Das heißt, wir müssen ihm alles, was er zum Trinken braucht, was er sonst irgendwie braucht, überreichen, sozusagen am Straßenrand. Und nachdem er da mit
30 Sachen jetzt gerade, weil es ihm gut geht. Daher heißt das auch für uns Laufschritt und einiges zu tun. Ja, ein Schluck. Nein, das Ein Schluck ist mir, Helmut. Ich brauche ein bisschen Freude. Eine Cola? Ein Schluck, ja. Nein, eine Cola-Flasche, dass das ein Glas Zucker ist. Gut, anbieten. Cola-Flasche ist gut. Luki, Cola-Flasche ist gut. Glaub auch so. Nein. Luki, wir wollen weiter so fahren. Ja. Nein, wir fahren weiter so, wie wir jetzt fahren. Jetzt fahren wir super. Super, auf geht's. Du bist gerade so stark. Weiter so! Die heutigen Etappen, zweiter Tag, sind in Arizona. Da ist heiß und wir fahren gleich einmal bis auf 2000 Meter auf Seehöhe. Das heißt, es geht eigentlich den ganzen Tag immer irgendwie bergauf. Und dann hoffen wir, dass es eine kühle, angenehme Nacht wird mit so einer ersten Schlafpause. Aber bis dahin haben wir noch einiges zu tun. Woher hast du jetzt die Motivation genommen, dass du jetzt wieder zum Schnellseil kannst? Keine Ahnung, Alter. Keine. Es war auf einmal wieder da. Ja gut, weiter so! Hopp, 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 hopp! Oh, hey, super! So was habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. They don't know that they can't. And I think that really makes a big difference. You know, people that don't succeed are the ones that think of every reason why they can't. Those that do succeed, it's not even a thought in their head. Lukas müssen wir jetzt ins Auto laden, damit wir an den Berg da fahren können. Darf er nämlich nicht radeln, weil so viel Verkehr ist. So, wo ist er denn? Jetzt machen wir dann langsam Sorgen. Sollen wir entgegenfahren? Schau mal. Ja? Ja. Oh, er ist wieder zurück im Rennen. Er hat sich gefangen, der Magen funktioniert, er funktioniert. Also, gestrige Tag ist vergessen, wir sind wieder da. Wann hat es dann einmal gekommen? Okay. Warte mal, Thomas. Ja, dann ist er runtergefahren. Ja. Dann ist er runtergefahren. Fuck. Er sollte nicht. Ja, er sollte sofort umdrehen und sollte fahren, dass er noch irgendwo noch unten zusammenklappt. Wo ich Lukas verloren habe. In Sedona, wo er nicht zur Shuttle-Pause gekommen ist, sondern weitergefahren ist. Ja, weißt du, wir lassen jetzt alles da, wir fahren jetzt runter, wir stellen jetzt da alles raus, was rausgeht. Und ich suche und weil es ein riesen Schreckmoment war, weil man natürlich nicht weiß, was passiert, oder einen Unfall gehabt oder ein technisches Problem gehabt, oder ist er eben einfach weitergefahren. Und in dem Moment hast du Michi? Ja, macht man sich riesige Sorgen. Ja, nach dem ersten Busch hätte ich ihn gesehen. Wäre ich da rumgegangen. Und steht halt vor dem Dilemma, dass man nicht weiß, wo er ist, was passiert ist, und wir im Rennen sind und eigentlich so schnell wie möglich wieder weiterfahren sollten. Ausziehen, Luki. Komm her, duschen, dann legst du dich rein, dann fahren wir. Es tut mir so leid, Burschen und Mädels. Hey, Hackerl drunter, Luki. Hackerl drunter. Hackerl drunter und fertig. Das ist kein Thema. Wir tun unser Bestes. Du machst das jetzt auch wieder und alles ist gut. Ja, wie dumm gelaufen, mehr kann man nicht sagen. Ha? Es ist doppelt dumm gelaufen, mehr kann man nicht sagen. So. Zu realisieren, dass es heuer nicht mit dem Sieg wird, zu realisieren, dass es nichts mit einer Zeit unter 9 Tagen wird, zu realisieren, dass ein Jahr lang Vorbereitung innerhalb von nur wenigen Stunden den Bach runtergeht.
Gut, drehst du mich um? Ja. So. Ruhig sitzt du wieder fast schon. Ruhig. Ja, schau schon. So, dann richtig stark. Jetzt. Das jetzt klar, aber ich richte das ja fast schon. Geh mal auf Klo. Ja. Der Thomas macht das für dich. Du brauchst den Spülluke, der Thomas macht das. Ja, fast schon. Geht. Mario. Wenn man dann super müde ist und das Radl dann nicht mehr so unter Kontrolle hat, wie man es eigentlich unter Kontrolle haben sollte im Straßenverkehr und dann die Amerikaner bei einem vorbeiziehen mit dem Auto oder mit LKWs, dann hat mich das teilweise ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich mir halt gedacht habe, ich habe den Ball daheim und ich möchte eigentlich wieder zu dem heimkommen. Da kommt ihr mir entgegen. Das fertig hast. Dann geht's bergauf. Also, Luki, geh mal. Auf geht's, geht's schon. Geht schon. Super. Es geht Richtung Colorado, Richtung Rocky Mountains, Richtung Berge, also genau in Lucas Seterö.
Sprich, ich glaube, mit dem kann man ganz gut motivieren, wenn wir ihm sagen, es wird jetzt bergig, es geht nach oben, es wird kühler. Hast du gut geschlafen? Ich weiß es nicht. Er sagt oft, er will Wasser und er kriegt keins. Was ist da der Grund so? Wir wollen ihn nicht überwässern. Er war teilweise bei 1,3, 1,4 Liter Wasser in der Stunde. Wenn man das hochrechnet auf 24 Stunden, ich glaube, da wird man auch relativ schnell trotz Hitze merken, dass man das nicht lang durchhalten kann. Man kann gut schätzen, dass der tägliche Kilokalorienbedarf zwischen 16.000 und 18.000 Kilokalorien sein wird. Aber ganz auf die Menge wird man nicht kommen. Wir hoffen, dass wir da im Schnitt zwischen 10.000 und 12.000 Kilokalorien kommen, um dieses Defizit möglichst gering zu halten. Is a race across America or West? America. Ah, okay. So long way. Wir haben primär Kohlenhydratgetränk, das wir ihm geben, und dann noch ein Mischgetränk mit Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Das sind die zwei Hauptnahrungsquellen, die er hat. Zusätzlich kriegt er noch natürlich auch immer wieder Wasser mit Elektrolyten angereichert. Die verliert man natürlich sehr durch das Schwitzen da. Ah, nein, ich glaube, das war der Muskel. So stark, Luki. Wir fahren über die Rockies drüber, die über 3000 Meter hoch sind. Da hat es, wenn wir in der Nacht oben sind, minus 2-3 Grad. Ja, in Österreich ist der Tag statt 2000 oder knapp 3000 Meter hoch. Da fahren wir im Rad drüber oder nur her. Das ist in Österreich unvorstellbar. Wir spielen da sehr viel mit Extremen und der Lukas als Radfahrer ist natürlich draußen auf der Straße all diesen Extremen ausgesetzt, sein Körper. Das Schwierigste wird einfach sein, dass ich immer an mich glaube, immer positiv bleibe, immer motiviert bin. Und nicht zu viel drüber nachdenken über Gründe, warum es momentan nicht rennen können. Die ersten Tage waren für ihn sicherlich nicht einfach, wo dann auch der Moment gekommen ist, wo er sicherlich für sich selbst überlegen hat müssen, ob er dieses Rennen überhaupt fertig fahren kann. Ich bin auch, bin ich der Wand, dass nur rauffahren. Weil da letztes Mal Plätze. Warst du letztes Jahr besser beieinander, oder was? Super gefahren, hey. Also der Körper ist jetzt halt wirklich massiv an der Anstrengungsgrenze. Einerseits eben mit dieser anaeroben Anstrengung, andererseits auch mit der Nierenfunktion. Also da haben wir jetzt für die nächsten 24 Stunden eine ganz klare Aufgabe, die wir hoffentlich erfüllen können. Was bedenken, Stichwort Nierenversagen? Momentan, also es ist besser worden. In der ersten Blutabnahme war es schon deutlicher oder in diese Richtung. Ja. Festlucke, komm. Mittlerweile, wie gesagt, haben sich die Werte gebessert, wobei wir sicherlich noch nicht dort sind, wo wir hinwollen.
Die große Hoffnung ist natürlich, dass keine langfristigen Schäden aus dieser Unternehmung entstehen. Da habe ich auch mit dem Lukas die Vereinbarung, wenn das absehbar werden sollte, dass er eine langfristige gesundheitliche Schädigung davontragen könnte, dass ich die Berechtigung habe, das Rennen sofort abzubrechen und ihn aus dem Rennverkehr zu nehmen. Die Vorbereitung aufs heurige Rennen war alles andere als ideal. Irgendwann einmal ist es halt schwierig, der perfekte Papa sein, der perfekte Radlfahrer sein, dass du einfach ausreichend Zeit hast für die einzelnen Punkte. Ja, ich kann meinem Körper nur unendlich viel dankbar sein, dass er den Wahnsinn trotzdem mitgemacht hat mit mir. Ja, es war natürlich für ihn sehr anstrengend. Es ist natürlich bergauf gegangen, bergab gegangen und ich glaube, dass wir irgendwo mal 43 Grad oder sowas gehabt haben. Das hat uns schon hergeliert. Wenn es dann vielleicht nicht ganz so läuft, wie man sich das vorstellt, dann ist das schon schwierig. Aber ich bin zuversichtlich und der packt es. Vormittag habe ich wieder ein wenig telefoniert mit der Kathi. Und was sagt? Ja, dass stolz ist und so. Bist du stolz auf dich? Ja, schon ein wenig. Hallo, fescher Bursch! Sind Sie schon länger unterwegs am Radl? Die eigenen Grenzen kennenlernen auch. Also bei so einem Rennen, da kommt man halt an Punkte, wo man glaubt, das geht nicht mehr. Und in Wirklichkeit geht es immer noch ein bisschen. Und das ist das Spezielle. Grenzen verschieben. So viele Menschen sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich nicht. Und ich möchte im Idealfall ein bisschen zeigen, dass es einfach geht. Ich glaube, er macht das wirklich aus einem ganz anderen, tiefen inneren Antrieb heraus. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es auch so gut, weil er es nicht für andere macht, sondern wirklich für sich. Das ist einfach was glaube ich, in ihm drinnen ist, diese Leidenschaft, die macht es, glaube ich. Auf welchen nächsten Meilenstein freust du dich am meisten jetzt entlang der Strecke? Atlantic City. Okay, das heißt, bei meiner Witze muss ich mal einmal nachlegen. Luki, wir sind stolz auf dich und wir schaffen das gemeinsam, okay? Auf geht's, Luki! Hey! Ohne einer top funktionierenden und top motivierten Crew hat man keine Chance, so ein Rennen zu finishen. Also das ist unmöglich. Ja, hast du es so vorgestellt zum Kochen? Dass es challenging wird, das war mir komplett bewusst. Ja. Wir haben jetzt gerade einen Reifen an Platten gehabt beim Zeitfahrradl. Das haben der Peter noch gar am Blatt schon flicken müssen, wir haben Luki gar niedersetzen müssen. Und währenddessen haben wir uns ein bisschen Zeitverlust. Jetzt haben wir ein bisschen Zeitverlust gekriegt, dass wir es mit dem Wohnwagen, mit dem Camper wieder hinschaffen. Jetzt muss ich halt während dem Fahren nebenbei ein bisschen werken, es hilft nichts, dass wir fertig werden. Wie ich selber gefahren bin, hat man einfach den Fokus ganz auf was anderes gelegt. Und jetzt wird es mir bewusst, wie viel das System damals bei mir geleistet hat, wenn mir jetzt ein Teil von dem Getriebe ist. Und da kann man eigentlich händnachher gerade Danke sagen, dass es aber wieder Leute gibt, die sich da bereit erklären und da mithelfen. 18 Meilen, ist das zweit? Was? 18 Meilen? Die größte Herausforderung ist eigentlich das, dass wir permanent auf der Straße sind und immer schauen müssen, dass wir rechtzeitig von A nach B kommen. Für mich ist es auch die größte Herausforderung, dass wir einfach wirklich sehr, sehr viele Stunden auf der Straße sind und einfach eigentlich zu wenig Schlaf erwischen.
Ein Fallpoint in der Nacht. Und ihr seid ein gutes Team, oder? Mit Vater und Sohn geht das ganz gut. Heute geht es in Wahrheit den ganzen Tag über leicht bergab, quer durch Kansas. Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist die Einöde, die wir da haben. 1000 Kilometer schaut in Wahrheit aus jeder Kilometer schaut gleich aus und das, glaube ich, macht es extrem schwer. Man sieht es ja da jetzt gerade für eine lange Gerade, gefühlsmäßig, ja, am Radl muss er das Gefühl haben, es ändert sich genau nichts. Also, das ist, glaube ich, für ihn schwierig und wir müssen halt motivieren. Ja, man kennt schon wenig Schlaf, aber mit dem hat man sich vorher beschäftigt, dass das so ist. Und sicher ist es anstrengend für ihn, aber er hat sich das bewusst ausgesucht und wir haben sich bewusst ausgesucht, dass wir ihm helfen und darum haben wir alles dafür. Die Schwierigkeit ist die, dass wir einfach so lange unterwegs sind und dass man die Konzentration beibehält, durch das, dass wir doch pro Tag nur ca. 3-4 Stunden Schlaf erwischen. So wie man es jetzt gerade gesehen hat, da halbwegs ein Verkehr, LKW, da sind relativ viele unterwegs jetzt auch. Du hast schon alles hinter dir. Wir fahren in die Richtung. Das, was hinter uns liegt, das haben wir erledigt. Ja, wir schauen nach vorn. Das ist das Einzige, was zählt. Geht's? Bist du weit? Gehen wir, Luki. Jawohl, komm, Lukas. Geht schon. Auf geht's! Ja, jeder hat seine Aufgabe und jeder erfüllt seine Aufgabe super und das funktioniert echt klasse. Und das ist eine wahnsinnig emotionale Geschichte, das Ganze für mich. Aber uns jetzt vielleicht ein wenig zach ist, aber im Endeffekt, ich weiß genau, wie du 2 Wochen nach dem Rahmen mit einem Riesengrinser im Gesicht dastehen wirst und mit Tränen in die Augen machst, von dem Rennen erzählst, wie geil das nicht ist. Und dann sieht man den Blitzen in die Augen und dann weiß man, der Typ will das wahrscheinlich nur mehr machen. Und wir sind hinter dir und helfen dir dabei. Holzi. Holzi. Das wäre vorher nicht vorstellen können, Luki, aber wieso tut man sich das an? Ja, eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wichtig ist, dass man es halt selber will und dass man ein Team hat, das was einen nie traut zweifeln lässt. Und das habe ich auf jeden Fall. Die sind komplett verrückt alle. Schreien immer, ich soll weiterfahren. Ja. Ich kann gar nicht anders. So, haben wir weg. Nein, das dauert schon. Ich habe keiner gesagt, dass es leicht wird. Aber leichter als geschissen ist noch immer leichter. Es geht ja. Kansas can be difficult for people because it's flat, it's windy, it can be hot. So we try to make up for that with our hospitality. I think what makes Ram special is the fact that it's going through so many states, so much diversity, and especially these solo racers, what they put their bodies through is unbelievable. Danke für alles. Sehr müde momentan, aber wir kommen bald auf den Halfway Point hin. Also die Hälfte des Rennens ist dann geschafft. Und wenn es nicht anstrengend wäre, wenn es nicht an Körper und Geist zehren würde, dann wäre es ja ein einfaches Rennen. Und Lukas hat sich das Rennen noch nicht ausgesucht, weil es ein einfaches Rennen ist, sondern weil man halt an seine körperlichen und geistigen Grenzen gehen muss. Und die testen wir nicht aus, aber wir kommen schon langsam dorthin.
then race across the road. Vielleicht ist er besucht und deswegen fährt er dann. Lukas, guten Morgen. Guten Morgen, Lukas, aufstehen. Lukas. Micha. Luki. Guten Morgen. Oh. Der Pauli hat dich aufgeweckt. Der schreit nach dir. Ja, so. Der wartet in Atlantic City auf dich. Jetzt mal sie. Klar? Wir haben aber auch Phasen gehabt, wo es sehr schwierig war, wo er müde war, wo er den starren Blick in die Ferne oder bei uns rein hat und man sieht richtig, ja, gefühlt durch seine Augen ins Gehirn rein, wo es einfach sehr schwierig ist und ja, so kennen ich eigentlich als Freund einfach überhaupt nicht und ja, fällt mir dann auch nicht ganz leicht, dass ich das dann anschauen muss, nachdem ich trotzdem einfach eine langjährige freundschaftliche Beziehung mit ihm habe trotzdem und er eigentlich ein guter Freund von mir ist. Okay, das sieht man auch wieder. Schreck nicht, dass ich den Nacken zurückmüsse und dann geht er wieder rauf. Ja, okay. Sehr gut. Dann schaust du noch. Geht's? Ah? Geht's? Ja, dann. Da fahren wir links, da. Jawohl. Da vorne ist Stopp und dann ist da rausgeschoben. Da geht's auf. Bist schon wieder auf der Straße. Und dann gibt es schon immer wieder eine Zeit, wo ich einsam mich fühle und einsam bin am Radl. Wenn man da so lange am Radl sitzt, dann ist 1 Minute, wo niemand mit dir irgendwas sagt, gefühlt so lang wie 5 normale Minuten. Wie geht's Ihnen, Lukas? Gut, sehr gut eigentlich. Also er hat sich heute von der ersten Sekunde an nach dem Schlafen in ausgezeichneter Radfahrlaune präsentiert. Wenn man so will. Nein, er fährt super. Macht richtig Spaß. Achtung, nur Stinkzucke, gell? A lot of people think cyclists are crazy because here they're riding along the highway. And let's face it, at least in Missouri, people don't drive real slow on these narrow roads. And, so a lot of people think, man, why in the world would anybody want to do that?
To be a driven athlete, you have to be a little bit crazy. You have to have that extra push because a lot of people, they'd go, oh, there ain't no way, I can't go anymore. I only slept for an hour. True athletes, you know, they push themselves to the limits just to see how far they can go. If somebody wants to do something really bad, you should encourage it because that might be their only opportunity to get to do it. You never know what people are capable of unless you give them the opportunity. Du wirst im Verlauf dieser 9 Tage quer durch Amerika vom Kleinkind zum Superhelden und wieder zum Kleinkind und zum Superhelden und das an einem Tag oft mehrere Male. Kleinkind, in dem dass man bitzelt und es passt nichts und zum Superhelden, in dem dass man sagt, hey, ich bin stärker wie der Rest der Welt und ich kann das. Und die Phasen, die kommen und gehen und wer am besten damit umgehen kann, hat normalerweise auch gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Yeah, the beginning was not so funny, but now every day it's getting better and better. Good. So what's driving you to compete this hard? I have an amazing team, and so the only thing I must do is pedaling. Am Anfang des Rennens war es ja nicht lustig, war es kein Spaß, war es sehr, sehr anstrengend. Es ist jetzt die letzten beiden Tage so gut gelaufen. Er fährt jetzt, wie der Lukas Kaufmann normal fährt. Er fährt wirklich sehr motiviert, ist eigentlich wieder sehr frisch, ist im Hirn frisch, erzählt uns Dinge, scherzt mit uns. Also mir tut es wirklich, wirklich weh. Ich bin sehr, sehr traurig, dass jetzt dann von der Mannschaft weg muss, den Luki nicht mehr begleiten kann, nicht mehr direkt auf der Strecke supporten kann. Was aber trotzdem, glaube ich, für das heurige Rennen auf jeden Fall prägend ist, ist das Team selbst, also die 14 oder 15 Personen, die wir sind. Das ist eine Gemeinschaft und ja, es war jetzt gerade der Abschied aus dem Pacecar für mich sehr, sehr schwierig. Es waren dann Gott sei Dank alle Leute da. Und ich glaube, heute Nacht, wenn ich dann wirklich Adieu sagen muss, wird es für mich das Schwierigste werden. Habt Spaß, macht es nicht nur für den Lukas, macht es für euch selbst, macht es für die Erfahrung. Ich glaube, es ist einfach ein geniales Projekt und eine geniale Reise, da quer durch Amerika zu fahren in so geringer Zeit. Die Motivation im Team steigt wieder nach Kansas. Auch beim Lukas steigt die Motivation eigentlich von Sekunde zu Sekunde, weil wir eben in Richtung Ziel kommen und weil er, glaube ich, extrem stolz ist, dass er diese Krise, die wir gehabt haben, jetzt körperlich und mental so weit überwunden hat, dass er sich wieder gut fühlt. Also er sitzt mit einem Lachen auf dem Radl, gibt richtig Stoff und deswegen glaube ich, dass die letzten 1000 Meilen, das letzte Drittel für uns nochmal vielleicht eine Überraschung bringt, weil wir so schnell sind, wie wir es vielleicht uns nicht vorstellen können. Ich habe gehört, du hast mit der Karte telefoniert. Ja. Vermisst du es schon recht? Ja, schon. Ja, Alter. Ich war insgesamt fast 5 Wochen weg von daheim. Das war ein wenig zu viel. Hallo Papa, wir haben dich lieb. 1000 Bussis zu dir. Wir freuen uns schon, wenn du am Sonntag wieder bei uns bist. Schickst du ein Bussi? Nein. Sag's Papa. Sag's Papa. Oh. Kathi und der Paul sind schon unglaublich wichtig für mich. Denen ist wurscht eigentlich, wie viel da ich werde. Kathi ist ja gerade schwanger, also ich kriege im September, Anfang September soll das zweite Baby kommen und auf das freue ich mich auch schon riesig und bin froh, dass ich die habe. Die schaffen es halt immer wieder gut, dass sie mich anlenken vom Radfahren. Sagen, dass es Wichtigeres gibt, als wir Radfahren. Ja, und der Pauli,
Den ist sowieso alles wurscht. Für den bin ich der Papa. Der hat mich unglaublich viel lieb. Ich kann dann in Pauli mal die ganzen Geschichten erzählen. Und im Idealfall wird er dann auch mal irgendeiner, der was sich nicht von anderen sagen lässt, was alles geht, sondern halt einfach selbst probiert, was geht. Der tut stark pumpen. Oh, so viel Luft. Wenn ich sagen würde, tu es nicht oder er irgendwie in seiner Leidenschaft, wie ich es zuerst beschrieben habe, hindern würde, ist das nicht gut für beide Seiten nicht und auch für die Beziehung nicht gut. Und er würde es trotzdem machen, auch wenn ich sage, ich finde es nicht gut, aber er würde es wahrscheinlich trotzdem machen. Also von dem her denke ich mal, er sollte das erfahren und machen, wie es für ihn richtig ist. Und ihm die Freiheit lassen, dass er das machen kann. Der geistige Zustand ist schon deutlich strapaziert. Er hat heute in der Nacht auch immer wieder mal Halluzinationen gehabt. Das ist in den letzten Tagen auch mehrmals vorgekommen, dass er auf der Rennstrecke plötzlich umgedreht hat, dass er in die Gegenrichtung kurz einmal gefahren ist, führt er gewisse Selbstgespräche. Er hat dann auch immer wieder im PSK Teammitglieder angesprochen, die gerade in der Schlafpause sich selbst befunden haben. Aber er ist soweit noch zufriedenstellend in einem ausreichenden Zustand, dass wir in das Rennen weiterfahren können. Es hat gestern untertags doch eine sehr knappe Situation gegeben mit einem unachtsamen Autofahrer, die er wunderbar gemeistert hat. Also da war er wieder topfit und total da. Also soweit gibt es da keine Bedenken. Oh, I think it's absolutely fantastic. I can't even imagine what it takes to have that kind of endurance and you know, make that commitment. That's just kind of who we are in general, is just try to do what we can where we can, you know. We have 10 kids, so we're at home a lot. There's just a lot of things that we can't do, but this is in our front yard, so we can serve you guys whatever, hot food and stuff, and that is just, it's pretty great. It's pretty awesome for me. Yeah, we've never been able to go to a lot of like big sporting events because it's really expensive. So this is one thing, goes right by our house. We get to meet a lot of interesting people. You know, at that time, maybe they're depressed or something, thinking about quitting, and maybe it gives them a little boost to keep going. They see all the kids cheering for them. Es ist alles ein Wahnsinn. Die Leute, was man trifft unterwegs, die was uns Mehlspeisen geben und so weiter, die was fürs Team da sind. So unendlich lieb. Also wenn man gesehen hat am ersten Tag, zweiten, dritten Tag und so weiter und wie er jetzt beieinander ist, also man hat das Gefühl, dass er von Tag zu Tag besser beieinander ist. Das ist echt der Wahnsinn, was wir jetzt in den letzten Tagen für einen Schnitt fahren können. Er braucht keine große Motivation, das geht fast von alleine jetzt. Wir sind mittlerweile schon über 2000 Meilen, also wir haben schon das letzte Drittel in Angriff genommen und es ist Licht am Ende des Tunnels und ich glaube, das kommt jetzt auch beim Lukas schon langsam in seinen Hinterkopf rein.
dass er das auf jeden Fall positiv finishen wird. Jetzt haben wir nicht mehr so weit. Nein, ich weiß nicht. Nur ein Drittel oder also dann. Genau. Super! Die Reste des Lukas Kaufmann wurden von den Geiern auf der Straße gefunden. Luki, du siehst heute aber teuflisch gut aus. Danke für alles, Burschen. Ich glaube auch, dass man die Stimmung vom Team ganz gut von dem ablesen kann, wie es Lukas sportlich immer gegangen ist, mit einem kleinen Durchhänger am Anfang, aber jetzt hat er sich super erholt, mental und auch körperlich. Und das hat man schon gesehen, dass da auch durch das Team dann der Spirit durchgeht und jetzt alle motiviert sind für die letzten Kilometer oder Meilen, dass man das gemeinsam schafft. Passt. Den Mund sprechen gar nicht so schlecht. Also, ich bin nicht fertig, alles tut weh. Hintern tut weh, Fußsohlen tut weh. Das sind so meine großen Probleme. Du bist halt so den ganzen Tag immer angespannt. Es kann so viel passieren. Gestern war fast einen Autounfall gehabt, ein paar Mal fast ein Viech reingerannt. Schon ein bisschen angespannt alles. Und wenn das alles wieder vorbei ist, dann freue ich mich. Also es fühlt sich sicher bescheiden an aus Sicht vom Lukas. Nichtsdestotrotz hat er den Willen, ja auch noch die letzten 800, 900 Kilometer, nur ein bisschen mehr wie 900 Kilometer sind es noch zu fahren. Es sind weniger als 48 Stunden bis ins Ziel und ich glaube, man hat das Ziel jetzt einfach nur mehr vor Augen und zählt wahrscheinlich Tritt um Tritt und sagt, ich komme dem Ziel näher und irgendwann freut man sich dann auch drauf, dass jetzt das Ziel kommt und dass man es erneut geschafft hat, einmal quer durch Amerika zu fahren. Beim ersten Mal ist vielleicht auch ein bisschen Leichtsinn, weil es glaube ich noch gar nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Beim zweiten Mal, wie es jetzt beim Lukas ist, und er weiß vorher schon, welche Strapazen er im letzten Jahr gehabt hat, ist es nur einmal bemerkenswert eigentlich, was sie die antun. Und ich kann das ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, was da bei ihnen im Kopf vorgeht. Aber es muss eine extreme mentale Stärke sein, weil sonst kannst du sowas nicht durchstehen. Grundsätzlich ist es ein faszinierendes Erlebnis, hier wieder dabei zu sein. Nach dem letzten Jahr habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Und zack, stehe ich hier wieder und bin wieder dabei und muss ehrlich sagen, es ist aus meiner Sicht ein noch besseres Erlebnis, als es letztes Jahr schon war. Ich freue mich auf die nächste Nacht. Super, dass es jetzt kühler wird. Ja, und hügelig ist es auch wieder, Gott sei Dank. Bitte. Das ist gut. Danke. Wir sind wieder gescheit oder gar nicht. Gut, lustig, weil er extrem schnell gefahren ist, extrem gut drauf ist, geistig und ja, top motiviert. Man hat ja gesehen, dass er von Tag zu Tag, von Kilometer zu Kilometer wieder zu Kräften gekommen ist und schneller geworden ist, aber dass es jetzt natürlich gerade so läuft, hätte jetzt auch keiner erwartet. Sagt man das? Hm? Sonne scheint. Jetzt sind wir so rein. Sind so. Ich komme gleich. Wenn
du dich da anmeldest, hast du fast eine Garantie dafür, dass du Sachen erlebst, die was vielleicht nicht ganz so lustig sind. Andererseits gibt es da halt auch sehr, sehr viel das Rennen. Diese Augenblicke, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen und die wird man immer mit dabei haben. Die geben einem unglaublich viel Selbstvertrauen. Das ist sicher für mich das Spezielle am Race Across America. Es bringt dich an deine Grenzen und wenn du gut bist und ein gutes Team hast, das was hinter dir steht, dann kannst du die Grenzen überwinden und dann schafft man Sachen, was für andere Leute für unmöglich halten. Eine Mischung aus Freude, dass es bald vorbei ist, aber auch irgendwie ein bisschen Angst davor, dass es nicht ziemlich weit ist, bis es vorbei ist. Auf geht's, Luki! Auf geht's, Luki! Geht schon! Geht schon! Geht schon! Ich bin schneller! Ich bin schneller! Ich bin schneller! Ich bin schneller! Wie geht's jetzt auf die letzten Kilometer? Es ist dann schon noch ein paar, aber... Auf die letzten 500. Es geht, es geht. Appalachen, dann rüber wir zum Meer und dann wir Pizza essen. Hallo Lukas, da ist der Onkel Peppi. Ich hoffe, dir geht's noch gut. Wir verfolgen dir täglich natürlich, was du leistest. Das ist unglaublich, Luki. Das ist wirklich ein Traum. Hey, alles Gute. Beiß dich noch durch. Das ist ein Wahnsinn. Deine Leistung, wir sind alle stolz auf dich. Komm wieder gesund heim. Luki, alles Gute. Wir sind stolz auf dich. Du schaffst es. Sauber, Luki! So können wir nochmal in den Playboy. Wenn man das Rennen einmal geschafft hat, kaum was im Leben daherkommen, mit dem man nicht zurechtkommt. Luki, was glaubst du, kannst du aus dem Rennen mitnehmen? Dass man nie aufgeben darf. Auch wenn es am Anfang ganz, ganz schlecht ausschaut. Immer positiv bleiben, immer weiter kämpfen und darauf vertrauen, dass unser Körper so genial ist, dass er einfach irgendwann wieder anfängt zum Normalarbeiten. Und wenn man nicht ganz viele Freunde hat, die einem da helfen, bleibt man auf der Strecke. Das funktioniert allein nicht. Das Ultracycling, das ist einfach, es fährt zwar gerade einer, aber es ist halt ein Teambewerb. You're awesome, man. All you gotta do is pedal and don't stop. Der Augenblick, wo du übers Ziel gehst, das ist so schön, die 9, 10 Tage davor. Du denkst so oft an den Moment und dann ist er da und irgendwie kannst du es gar nicht glauben, dass es vorbei ist und du jetzt aufhören kannst zu laufen. 9 days, 13 hours and 45 minutes, second place in Solo Race Across America. Congratulations. Wie ist in der Unterkunft? Ganz gemütlich. Haben wir noch Essen? Ja, Pizza. Ha? Pizza. Wirklich, oder was? Ja, mal schauen. Habt ihr eine gekauft für mich? Das ist leider nicht ausgegangen, weil du ein bisschen früh ins gekommen bist, aber wir haben vergessen, dass wir ein 2-Stück wollen. Hast du das auch? Oder wir wollen gar fahren, Jetzt hat er nichts offen.
Doch, es gibt ein paar Pizzerien, was offen haben. Das heißt, ich habe alle gestern Pizza gegessen und da ist was überblieben. Ja, ja. Geil. Aber wir können schon noch eine Pizza holen. Stellt sich gar nicht aus. Hätte ich schon gesagt. Oh mein Gott, bitte, war das ein Rennen, ha? Wie geil muss die Pizza schmecken? Bin mir ziemlich sicher, dass nicht das letzte Mal ist, dass ich da mitfahre.